Hallöchen Leute und willkommen zu einem unmöglichen Super Mario Quiz mit 90 Fragen hier, ja. Ich habe das Video einfach auf meiner Startseite gesehen und ich dachte mir so, hey, das fordert mich ein bisschen heraus. Ich mache ja gerne Quizzes. Normalerweise machen wir hier, ich habe schon ein bisschen länger keine Anime-Opening-Quizzes mehr gemacht, aber man muss auch irgendwann mal neues Material finden, sonst ist es immer dasselbe. Ja, und ich dachte mir, hey, das ist doch mal was anderes. Und was meinst du mit unmöglich, ja? Der Typ hat am Anfang nur so ein bisschen erzählt, dass er Sporke-Quizzes macht und so, deswegen, da ganz am Anfang steht irgendwie sogar, ja, es gibt zu 10. Und ich bin mal gespannt, wie es läuft. Er meinte sogar, wer weiß, ob du irgendeine Antwort richtig geben kannst. Wir werden es sehen. Wir werden es herausfinden. Ich bin gespannt. Ich bin bereit. Es ist soweit. What color are Evil Woody's fruits in Woody Woods? Ich weiß übrigens nicht, ob ich jetzt immer wieder hier, das ist Mario Party 3, ob ich dort immer wieder irgendwie pausieren sollte oder nicht. Which is the map from Mario Party 3. And of course this map reappeared in Superstars, but we're talking about originally. Ich glaube, in Superstars waren die lila, ne? Aber ich glaube, im OG waren die nicht lila. Weil, ich glaube, für den Kontrast mit den Bildern sähe das Arsch aus. Ich glaube, die waren so silber. And I'm gonna give like 1 or 2 seconds between the answers, so I suggest just pausing to think about it. If you want, otherwise you're not gonna have time to think about it, because this is gonna be a long video. Ich weiß nicht, gibt's hier Captions oder so? Kann ich hier irgendwie automatische Übersetzung machen? Untertitel Englisch automatisch hinzugefügt, automatisch übersetzen. Ich mache mal automatisch übersetzen, vielleicht auf Germanisch, Deutsch, für Leute, die es halt trotzdem sehen wollen, ja? Anyway, ich habe Silber gesagt. The answer was white. Zählt, oder? Ich meine, ja, die sind weiß. Ich habe irgendwie so ein bisschen so einen silbernen komm, das zählt. Den Punkt gebe ich mir. Das ist so nah dran. Come on. Let's go. At least in Mario Party 3, because originally Evil Woody's fruits were white, but then they were purple in the Superstars remake of the map. Next up, what color are Pink Yoshi's shoes? Gelb. The answer would be yellow to that one. Und da habe ich den nächsten Punkt. Let's fucking go. Der Füller, der macht das. 2 Punkte schon mal. I just picked a random Yoshi color for that one. Honestly, Pink Yoshi is my favorite one. That's actually why I picked it. Anyway, which of the 3 Koopa Kid colors do not appear on the cover of Mario Party Advance? So not only are you required to know what the cover of that game looks like, but also what the 3 Koopa Kid colors are. Warte mal, ist rot, blau, grün? Richtig? Und einer davon ist nicht da. Ich will mal behaupten, weil Bowser schon da ist, ist grün nicht da. Deswegen rot und blau für den Kontrast, für die Abwechslung. And the answer is red. Green. Ah, shit. Grün ist dort? Oh, das ist ja bescheuert. Why? And blue are the other 2, and they actually appear, but red doesn't for some reason. What color is Il Piantissimo's Pianta costume? What? This is, lila oder nicht? of course, that running guy from Super Mario Sunshine. And his costume is pink. Ja, es ist lilanes Pink. Mein Gott, streiten wir jetzt nicht um die Farben. Ich meine, das war mir soweit klar. Komm, es ist relativ dunkles Pink. Nicht so ein Hot Pink, ja, sondern so ein bisschen, you know, von mir aus ist es pink. Ich meinte das Richtige. Come on. Next up, what game was Toadette designed for? What game was Toadette designed for? Meint er Paper Mario 2? Nee, oder? Oder doch? Na, das wäre wild. Mario Party? Das auch nicht, ne? Ha. Oh no, macht meine Cam macht Faxen. Sekunde. So, Cam wieder gefixt. Toadettes, welches Spiel? Für welches Spiel wurde Toadette entworfen? Es könnte auch Mario und Luigi. Nee, sie kamen nie in Mario und Luigi vor. Ich sag wirklich Paper Mario als Erklärung. Und dann fanden sie irgendwie cool und haben sie behalten. Für spätere Spiele oder so.
This would be Mario Kart Double Dash, as Da war sie da? she was designed to be a partner to Toad, because obviously that's kind of the whole gimmick of that game. Ich wusste nicht einmal, dass Toadette im Mario Kart Double Dash war. Partners. Who is the secret boss in Mario Kart DS, and what track are they raced on? Habe ich jemals alle Missionen? Ich habe nie alle Missionen gemacht. Oder doch? Boah, ist es dieser Eiskugel-Typi? Nee, der ist auf jeden Fall da. Aber ich weiß nicht, ob das der feine Boss ist. This would be Wiggler, which is a Wiggler! weird final boss, but yeah. And you race him on GCN Mushroom Bridge. What is DK's first playable appearance? Surprisingly, it's not. Moment. Das war sehr kurz. Das war sehr, sehr, sehr kurz als Frage. Der erste spielbare Moment für Donkey Kong. Donkey Kong Junior technisch gesehen, oder? Oder nicht? Weil, okay, es ist ja nicht Donkey Kong Arcade, weil das ist ja Cranky Kong. Das hier ist ja Donkey Kong Junior, der aufgewachsen ist, richtig? Ist das nicht irgendwie der ganze Witz dahinter? Ansonsten wäre es ja Donkey Kong Country. Ich denke aber, er will auf Donkey Kong Junior hinaus. Not like a mainline game. In fact, it's something really obscure. It's Donkey Kong Circus, a Ach komm schon. Game & Watch game. What were Ukikis originally called? Einfach nur Monkey. Saru Saru. Ich sag, weil japanisch und zweimal Affe. Now this one, there's kind of two answers. If you said grinders, you would be right, because that's what they were originally called in Yoshi's Island when they debuted. However, they were also at one point called Ukikis with 3 Ks instead of 2, and that was in Mario 64, and it was later shortened to just Ukiki. What Japanese game inspired the WarioWare series? Ich habe keine Ahnung. Wow, das sind wirklich schwierige Fragen. This would be Mario Artist Polygon Studio, which is one of very few games to come out for the Nintendo 64 disk drive, or the N64 DD. It had a game mode where you just played a bunch of micro games that are quite identical to Okay. the first WarioWare game. Ich sehe es. What is Wart's Japanese name? Wordo. Welt. World. Deswegen haben sie sich übersetzt. Ich habe legit keine Ahnung. Irgendwas mit Kero, weil Kröte eventuell. Kero King. Nee, King Kero. Kingu Kero. Nee, kein Plan, Mann. This would be Mamu. Mamu. Okay. You might actually know this if you played Link's Awakening, the Zelda game, because Wart makes a cameo in that game, except he's called Mamu even. Als ob ich mir das gemerkt habe. Ich sack voll rein gerade in das Quiz. Habt ihr irgendwelche Fragen bisher richtig? In English. What is the name of the piranha plant variant that appears specifically and only in the original GameCube rendition of the Dry Desert track in Mario Kart Double Dash? Dune Piranha Plant. It's not there in the remakes of the track, which I believe is in Mario Kart 8. This would be called the Pit Plant. I don't even know if this is an official name, actually. Shit. It's just on the Mario Wiki, so if you ever stumbled across that, I guess you would know that answer. Next up, we got what were Boos originally called, and what were Goombas originally called? Shit. War das... Ne, Kinoko... Ne, Kinoko war's nicht bei Goombas, ne? Scheiße. Goombas auch nicht. Ah, fuck. Da war irgendwie was. Kino? Ne, Noko waren Koopas. Was war ein Boos überhaupt? Ah, fuck. Ich habe legit keine Ahnung. Boos were originally called Boo Diddlies after Boo Diddlies? Really? the singer Bo Diddley, and Goombas were called Little Goombas. What game was remade in each of the 4 Super Mario Advance titles? Mario Bros, ne? Of course, there wasn't really a mainline Mario game on the Game Boy Advance, but there were these 4 games that remade previous games. Ja, warte mal.
Also die generell was remade worden ist. Der Mario World und die ersten 3 Mario Bros, richtig? The first one remade Super Mario Bros. 2, the second one remade Super Mario World, the third remade Yoshi's Island, and the fourth remade Super Mario Bros. 3. Shit. Yoshi's Island, shit. Which is out of order chronologically, so it's weird they did it that way. Ich hatte die Game Boy. Hätte ich einen Game Boy gehabt, hätte ich das wahrscheinlich gewusst. Anyway, what other boss does the GBA exclusive boss Kerosene fight alongside in the Game Boy Advance version of Donkey Kong Country 2? This would be Cleaver. Cleaver is that ghostly sword boss, but specifically Kerosene uses 2 of them. Okay. What was the name of the 2004 Game Boy Advance tech demo for Mario Kart? This was called Mario Kart XXL. Now this is a really, really random one. And now we're starting to sort of go in chronological order of some of the games here. So the original arcade Mario Bros, there is an Atari 2600 port, and in that port the coins have a different design and also a different name. Ein anderer Namen. Das sind Dollarscheine. Bitte. So what is the name? I'd be surprised if you somehow knew this. They're called wafers. I don't know why or what that is, but okay. What color is Roy, the Koopaling in Super Mario World, despite the fact that we now know him as being pink, and in fact, his original appearance was also pink? Yeah. And technically there's 2 answers to this one. He appears blue in the actual game, but when you see him in the credits roll, he's gray for some reason, so... Wer. Also. Dieses Quiz ist wirklich unmöglich. What the fuck? Wirklich? Das ist wirklich so ein Zeug, das habe ich nie gewusst. Er ist hier grau. Ich hätte gerade so überlegt, vielleicht schwarz oder so. Aber das wäre ja eher Boom Boom. Und das war er ja eigentlich nicht, weil er ist ja pink. Und er müsste ja eigentlich pink da sein. Und scheinbar ist er blau. Just all over the place for no reason. What is the name of Mario's plane in Super Mario Land? Is that not? This would be the Sky Pop. What is the yellow virus in Dr. Mario called? I feel like this is the most random one. While the red is called Fever and the blue is called Chill, the yellow is called Weird. Was? Weird. No pun intended, I guess. What boss is seen on the cover of Super Mario Land 2? Hätte ich vorhin auf die Cover geachtet? Ne, Moment, das ist Super Mario Land 2, ne? Welcher Boss ist da? Ist er nicht Wario? Wäre das nicht irgendwie voll naheliegend, wenn es Wario ist? Ist bestimmt dieser Vogel oder so, ja? Bestimmt der Vogel, komm schon. Now, this is sort of a trick question. Also a really weird one. But the answer is the bird boss. Ja, let's go! Ich dachte mir einfach nur so, da ist so viel Himmel. Der Vogel ergibt doch Sinn. Let's go! Ich hab einen Punkt mal wieder. Woo! However, technically there is a secondary one, which is the witch, but it's actually mostly obscured by some text. Ja, okay. But if you actually look at the official just the official isolated artwork, you can see it fully, so both of those work as answers. What power-up does Mario have on the cover of Mario Teaches Typing? Er hat dann Power-Up? Welches Power-Up hat der? Mario Teaches Typing. So viele Power-Ups sollten es ja gar nicht geben währenddessen. Also, entweder hat er einfach die Farben von der Feuerblume oder er redet von einem normalen Power Mushroom. Zählt das? Normaler Mushroom? Scheiße, Mann. Ich sag Feuerblume? Nee, was? Gab's da überhaupt irgendwas außer Feuerblume? Das Cape-Ding ergibt ja auch gar keinen Sinn. Scheiße. That old computer game. This would be the Cape? Das Cape war schon da? Warum hat er das Cape da? Oh mein, ich meine, ja gut, dann war das zur SNES-Zeit. Aber komm schon, warum das Cape? Das ergibt nicht mal Sinn. From Super Mario World. What color is the paint on Mario's hat on the cover of Mario Paint for the SNES?
Grün? This would be yellow. Scheiße. What character is attributed to Mario Circuit, urged all 4 of the Mario circuits in the original Super Mario Kart? What? Circuit. Nochmal. This would be yellow. What character is attributed to Mario Circuit, urged all 4 of the Mario circuits in the original Super Mario Kart? Ich verstehe die Frage nicht einmal. Meint er, dass da Montys sind im Mario Circuit oder was? Surprisingly, it's Luigi Ach so. Mario Circuit gehört zu Luigi? because Mario is attributed to Rainbow Road, and Luigi is attributed to the Mario Circuit. Was meinst du überhaupt mit attributed? Ich weiß nicht einmal ganz, was das bedeuten soll. Das ist wirklich dem seine Home-Strecke ist, oder was? What original Mario Kart course features a broken bridge? Das ist, hier Haunted Boo Circle, keine Ahnung. 2 hatte eine kaputte Brücke. This would be Donut Plains 3. Ach so. Ja, okay. Ja gut, dann zählt das scheinbar. Okay, ja gut. Specifically just that one. What item does Bowser try to collect in that terrible game Mario is Missing for, I believe, MS-DOS and SNES? Wird er nicht irgendwie eine Zeitmaschine oder so haben? Now this, I don't even know if it's actually said in the game, but it is said in like the story, I guess in like the manual or something. Bowser is trying to collect hair dryers to melt Antarctica. Just kind of goes to show how weird that game is. Anyway, which Koopaling controls the blooper mech, also known as King Gesso, in the Yoshi Safari game for SNES? Das hat doch kein Schwanz jemals gespielt. Ich sollte es vielleicht mal streamen, weil es eben niemand gespielt hat. Aber, Verzeihung? Es ist blau und pink und irgendwie... Ich sage es ist Ludwig wegen den Haaren. This would be Iggy, and this is kind of an intuitive one. You might have been able to get this just based on the fact that Iggy has kind of always been like the wise, smart guy of... Ist er? Wer kennt bitte die Koopa Kids so sehr? Die haben Personality? the Koopalings. So ein bisschen mehr, außer das, was die im Design haben. Ich dachte, Iggy wäre einfach der crazy one. Anyway, who is the fairy of the Japanese exclusive game Mario and Wario? Ich habe keine Ahnung. This would be Wanda, and I'm pretty sure she actually appeared as like a spirit in Smash Ultimate, so she has a little more reach than just that game. Who is Birdo falsely named as in the credits of Super Mario 2? Shit, Ostrich, ne? Also als hier, der Strauß. Ich glaube, sie wurde als Ostrich dort bezeichnet, aus irgendeinem Grund. Und Birdo, also die tatsächlichen Straußen, wurden Birdos genannt. Und das ist da irgendwie der Fehler gewesen, oder? This would be Ostro. Komm. Lassen wir das sehen. Komm schon. Da genug dran, ja? Nicht Ostrich, sondern Ostro, aber das ist abgeleitet von Ostrich. Komm schon. Ich hab's genau richtig beschrieben. Das wird 10,5K. And funnily enough, Ostro, which is an actual enemy in the game, was named Birdo in those credits, so yeah. What was the final Mario early years game? Now there's 3 of these made and they were all like computer educational Mario games. But the last was Mario's early years preschool fun. Ich kenne ihn nicht And the einmal. first 2 were fun of letters and fun of numbers. A Japan exclusive version of Yoshi's Cookie promoted what device? Eine Mikrowelle. Warte mal, was ist denn da hier auf dem Cover überhaupt? Ja, ein Ofen oder so eine Mikrowelle, sowas halt. Now, this is a really, really deep one, but it was Panasonic's Korupan Oven. The game was called Yoshi no Zählt. Cookie Korupan Oven Day Cookie. Zählt. And only 500 copies were actually made, so it's pretty rare now. What is the name of Bowser's Hotel in Hotel Mario?
Wer hat Hotel Mario je gespielt? Bowser's Hotel. Keine Ahnung. Yeah. Bowser's Hell? Yeah, Hotel Mario. We're even doing this. Hell Hotel? Ich weiß doch nicht. Rated Mario thing ever. It was called Bowser's Seizures Palace Hotel. Seizures Palace. Wer weiß das? Wisst ihr irgendwie sowas? Er hat nicht gelogen. Er hat wirklich nicht gelogen. Es ist ein unmögliches Quiz. Ich meine, er hat nie was anderes behauptet, ja. Ich bin nicht mehr auf ihn. Ich sitze hier nur und denke mir so, holy fucking shit. Which was named after the real-world hotel, Caesar's Palace in Las Vegas. Oh. Donkey Kong for Game Boy was released in what year? 1987. This would be 1994. Moment. Wann kam überhaupt der Gameboy nochmal raus? Ich dachte, es war früher. Nee, ich glaube, da in den 80ern war halt eher nur SNS, ne? Das ist echt arschspät übrigens, 94. What the fuck? Also know this from the fact that some people call the game Donkey Kong 94. Das hat noch nie jemand gesagt. Of Wario's Woods? Was? Nochmal. 4. Who is the protagonist of Wario's Woods? Keine Ahnung, du läufst mit irgendeinem Typ mit einem Helm auf dem Kopf rum, oder nicht? Also so komischen Eimer-Antennendings da. Mario? This would be Toad. Toad. Wario. Ach ja, Moment, ich kenne das Spiel! What is the name of the orangutan enemy in Donkey Kong Country? Nicht Cranky Kong. Aber irgendwas mit Kong. Crazy Kong. Crazy Kong. We're even outreaching a bit to some... Not so much Mario, but technically it is, I guess, kind of. Anyway, this is called Manky Kong. Fuck! Which is, lore-wise, an outlawed member of the Kong family. Ja, das wusste ich, aber ich kannte den Namen nicht mehr. What is the name of the scrapped puzzle minigame from Mario Party 1? Keine Ahnung. Vor allem muss ich dann wahrscheinlich fast schon eine englische Alliteration... Ich kann das nicht raten. To know this, you would never know this if you have played the game before. You would have to have specifically learned this somewhere online or read into like the source code and the leaked cut data from the game. Es geht hier für einige Fragen. This would be a minigame called Same Game. And something special about this game is that it was actually inspired by a game called Undake 30 Same Game Daisakusen Mario version, which was a Japanese SNES game made by Hudson Soft, who later went on to make Mario Party. Okay. Wild. What enemy is on the cover of Yoshi's Island? Da ist doch safe ein Shy Guy drauf. Oder ist auch wieder irgendwie... Nee, der Rabe. Die Raben sind doch, ja, die komischen Raben sind Gegner. Die sind auch, glaube ich, auf dem Cover. Safe. This would be Neppy Nut. And Oh. Es geht um das Cover. Mit dem Blanc. Stimmt, da war ja was. Ich habe ewig gedacht, dass man... Gab es nicht ein Cover irgendwie, wo man die gesamte Insel sieht? Oder bin ich gerade bescheuert? Gibt's da nicht sowas? Warte mal, jetzt bin ich neugierig. Lass mich mal das ganz kurz überprüfen. Nope, da ist nicht so ein Cover. Jetzt, wie ich überlege, dass das Yoshi's Island Cover ist eigentlich echt hart lame. Irgendwie, ich kenne das Bild, aber ja gut, das ist ja manchmal auch, glaube ich, der große Nachteil dahinter, wenn man die Spiele nie physisch irgendwie besessen hat und man dann ganz gerne manchmal Cover vergisst, wie die überhaupt aussehen. Weil zum Beispiel bei N64-Spielen gibt es halt einige Cover, wo ich nicht weiß, ob ihr euch dran erinnern würdet, wie die aussehen, ja. Aber ich weiß es, weil ich die halt besessen habe, ne? Aber wenn man die halt nur so dann irgendwie generell kennt, vielleicht ab und zu mal bei Nintendo Switch Online gesehen hat oder sowas, ja maximal jetzt, weiß ich nicht, ob die so kleben bleiben. Aber vielleicht bin das auch nur ich, keine Ahnung. Warum? Na, komm, let's go. Typically, the game's cover shows the specific level, Neppy Nut's domain. What is the Virtual Boy game that preceded Mario Tennis for the N64? Mario Tennis VR? Nee, Virtual Boy? Hä? This would of course be Mario's Tennis with an apostrophe and an S.
Mario's appearance in Mystery Land in Mario Party 2 is inspired by what game for the Game Boy? Ein Spiel für den Game Boy. Ich dachte, das soll einfach nur eine allgemeine, keine Ahnung, Überlebensentdeckerausrüstung sein? Marios Picross vielleicht? Nee. Doch, es gab ein Gameboy-Spiel. Es gab Mario Picross für Gameboy. Doch, dort ist er nämlich auch irgendwie Gräber und Archäologe. Das ist ein Picross-Ding eventuell. This would be Mario's Picross Let's fucking go! Let's go! because he wears a very similar explorer outfit. What candy in Mario Party 8 is inspired by Mario Pinball Land? What candy Mario... Warte mal, nochmal. Explorer outfit. What candy in Mario Party 8 is inspired by Mario Pinball Land? Stimmt, in Mario Party 8 gab es irgendwelche Candies als Items, ne? So Bonbons oder sowas, ne? Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung. This would be the Bolo candy, at least for just Mario's appearance because he turns into a very similar ball. Okay. Who is the purple variant of Squawks from Donkey Kong Country? Box. Now the answer here is a little tricky, but it is called Quawks without the S. And technically it didn't receive an actual name until Donkey Kong Barrel Blast, at least in terms of the English market. However, in Japan there was promotional material for Donkey Kong Country 1 or 2, I think, that actually referred to it that way. But at first it was just called a purple version of Squawks. Paper Mario 64 was originally called what? Mario Story. This would be Super Mario RPG 2 because Ja, also, das ist halt, das war ein Working Title, also, I mean, come on, also, das ist ja nicht der offizielle Titel gewesen, also, come on. Ja, Super Mario RPG 2, aber das, ach Gott. Mario Story ist der eigentliche Name davon. Das ist halt das, wie es eigentlich hieß, aber dann bei uns wurde es halt zu Paper Mario umbenannt. Das ist ja das Ding. Es hieß nie offiziell, in keiner offiziellen Kapazität, wo das Spiel wirklich erhältlich war, hieß es jemals Mario RPG 2. Das ist halt, also das nie. Das ist so ein, wenn du manchmal Spiele hast, die irgendwie entwickelt werden und dann hast du irgendwie Trailer oder so und da hast du Working Title oder sowas, ne? Zum Beispiel, wir haben auch Final Fantasy 15. Final Fantasy 15 könnte man sagen, hieß mal Versus 13, aber Versus 13 und 15 ist jetzt nicht dasselbe, weil das wurde dann was ganz anderes und es gibt nie ein Spiel, es kam nie ein Spiel raus, das Versus 13 hieß. Das ist, you know? it is in fact the second Mario RPG. I guess they didn't think to call it Paper Mario yet. Nein, sie haben es auch nie in Japan Paper Mario genannt. Da hat er, glaube ich, da würde ich sagen, hat er verkackt, weil es heißt Mario Story. What was the first game to feature Peach with a ponytail? Marios. Entweder Mario Tennis, Mario Golf oder Paper Mario. Nee, Paper Mario 2 hat es erst, ne? Ich sag Mario Tennis. You might be thinking of Super Mario Sunshine Nee. or one of the Mario Karts. Nee. But it was actually All Night Nippon Super Mario Bros., which is a weird, What? variant of the original Super Mario Bros. Starring some Japanese show host cast members in place of all the enemies for some reason. What Super Mario World enemy has unused assets in Super Mario 64? Blarg. This would be Blarg, Ja, okay, who would have appeared in Bowser in the Fire Let's Sea go. and also Lethal Lava Land, but just didn't. What is the final Bowser level in Mario 64? Warte mal. Nochmal. But just didn't. What is the final Bowser level in Mario 64? Oh Gott. Mein Wecker. Ich habe heute ziemlich viel im Bett rumgechillt und dachte mir so, hey, vielleicht sollte ich mir einen Wecker stellen irgendwann, damit ich heute noch ein Video aufnehme, aber dann war ich doch früher wach. Also falls ich einpennen sollte.
Ich denke, er wollte fragen, wie es heißt, aber keine Ahnung. Bowser Sky Fortress? This would be Bowser in the Sky. Wisst ihr was? Komm, das lassen wir gelten. Bowser in the Sky. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Nein? Okay, dann nicht. Bowser Sky Fortress, Bowser in the Sky. What cup is Bowser's Castle in Mario Kart 64? Das ist der, nee, nicht der letzte? Nicht Special Cup. Das ist der, wie heißt der, Mushroom Cup? Der dritte Cup auf jeden Fall. Weil halt, nee, Mushroom, Fireflower, dann hat man so ein, was war das, Super Mushroom Cup? Oder so, und dann das Pokal-Ding, nee, Stern. And unlike pretty much every other Mario Kart game, it's not the Vorletztes. Special Cup, it's the Star Cup. Star ist nicht special. Ach, scheiße. Aber ich wusste, dass es vorletztes ist, Mann. Ich wusste nicht mehr, wie die Cups heißen. Wer merkt sich das denn? What Mario Kart 64 battle course was never remade? Only one of the four has never been remade, by the way. Naja, das auf dem Sky? Nee, doch. Nee. Diese Blockdinger, ja. Ich glaube, die Lava-Gruft, wurde die auch remade? Ich glaube, nur diese Hausdächer, ja, die Wolkenkratzerdächer. And that would be Double Deck, because Skyscraper appeared in Wii. Das wird auch nie? Skyscraper war in Wii. Das wird nie remade? Okay. Block Fort in DS and Big Donut in 7. The flower in the Loves Me minigame in Mario 64 DS is from what game? Yoshi's Story? Yoshi's Story. Bestimmt nicht, aber das ist mein bester Guess, okay? This would be Yoshi's Story in Yeah, that let's go! Let's go! game. It was originally called the Smile Meter. A Japan-only sequel to the Wrecking Crew game was released and named after what year? Mario 1995. And this is pretty similar to the Donkey Kong 94 situation. It was 1998. It was released for SNES, it was called Wrecking Crew 98, and for some reason it wasn't released on N64, even though that existed for like 2 years by that point. Ich wollte gerade sagen, das ist echt arschspät. What the fuck? What number faces the viewer on the cover of Mario Party 1? Na, 1? Oder eine 3? Was, eine 3? Irgendwas habe ich da im Kopf, Mann. Als ob ich so Detail so spezifisch drauf habe. 1-3, 1-3. Ich glaube, es war irgendwie ganz komisch eine 3. Oder war es doch eine 1? Nee, es war. Komm, es war eine 3. This would be the number 3. Yes! Let's go! Oh mein Gott. Manches obskures Wissen habe ich schon mal doch. Confuses some people sometimes because it makes it look like the game is Mario Party 3 and not Mario Party 1. What Daran habe ich noch nie gedacht. characters are fighting in Mario's Battle Canyon? Warte mal, was? And not Mario Party 1. What characters are fighting in Mario's Battle Canyon? Geht's darum, dass die Bob-Bombs miteinander kämpfen oder was? Which is the map from Mario Party 1. This would be the Bob-Bombs and the Bomb Buddies. Was sind Bomb-Buddies? Aber, ganz ehrlich, den Punkt gebe ich mir, komm schon. The mini-golf courses in Mario Golf 64 are based on what shapes? Bekannte Mario-Shapes. Nee, die sind bestimmt dem nachempfunden wie in Golf, fürs NES, oder? These would be a bunch of different numbers, as well as every letter of the alphabet. However, the final hole, which is hole 18 of the Peach's Castle set, is actually in the shape of a question mark. What outfit is Mario wearing on the cover of Mario Party 2? War er da im Wizard-Kostüm? Nee, Cowboy-Kostüm, ne? Cowboy.
This would be the Western Land or Cowboy outfit. Ja, let's go, let's go. Der Fuller, der macht das, let's go. Who is the train from the Mario Party series who appeared in Mario Party 2 in Western Land, and then later in some minigames like Track Star and End of the Line? Keine Ahnung. This would be a train called Steamer. Bowser Land in Mario Party 2 features a ride in the shape of what enemy? Was? Bowser Land in Mario Party 2 features a ride in the shape of what enemy? A ride in the shape of what enemy? Meint er diese Parade oder was, die da immer irgendwie reinkommt? War das nicht irgendwie so eine Art Bowser-Parade-Dings? Oder ist das dieser kleine Bowser-Roboter? Irgendwie sowas war das, oder nicht? This would be a blooper. Ach, das meint er. Ach, ein Fahrgeschäft. Er meint nicht die Parade. Okay. What game introduced Waluigi? Mario This Tennis. is definitely one of the easier questions, but still kind of hard maybe. This would be Mario Tennis for the N64. Ja. What character in Mario Tennis 64 has a racket made from a stick? Or just a racket with visible leaves growing out of it? Zu welchem Mario-Charakter würde das passen? Haben wir Donkey Kong? Ist es Donkey Kong? This would be Donkey Kong. Oh mein fucking Gott, let's fucking go! Nie wirklich gespielt, aber... He's got probably one of the most unique rackets in the game aside from Bowser, who has spikes on it. Which character is the only one not battled on a regular board in the story mode of Mario Party 3? Ich habe keine Ahnung. Luigi. This would be Daisy because she is only faced in a dual board, not a regular board. And in addition to that, Waluigi is only faced on a regular board and not a dual board. Who owns the beauty stamp in Mario Party 3? Now the answer to this is also Daisy. It might sound like it would be Peach, but she owns the love stamp. Was ist das And to go überhaupt? off of that, what color is the beauty stamp represented by in that game? Ich weiß nicht einmal, was das für eine Stempelkarte ist. Ich habe Mario Party 3 gespielt, aber ich habe legit keinen Plan, was er da gerade redet. Was ist das überhaupt? That would be blue. It might make sense to be pink, but again, Peach's love stamp is pink, so the beauty stamp is blue. Name any of the Mario Kart tracks that take place in the rain, and so far there's only 3. Im Mario Kart DS ist dieser eine Ding mit den ganzen Pfützen, ja? Das ist eins. Lass mich überlegen. Wir haben die Koopa City Sache aus, glaube ich, Mario Kart 7, die auch in 8 dann remaked worden ist. Ihr wisst schon. Und noch eine. Noch eine im Regen. Fuck, ich habe nur 2. Die eine Strecke mit den Pfützen im Mario DS halt. Das sind... Lass mich überlegen. Gab es im OG irgendwas mit Regen vielleicht? Nee, Moment! Boost Dingens. Mario 64, da die Boost-Strecke. Das ist close enough. These would be GBA Luigi Circuit, Neo Bowser City, and also the Luigi's Mansion Battle Course from GameCube. Ich habe 2 von 3 gehabt, okay? Das obere meinte ich da. Das ist scheinbar eine Luigi-Strecke, aber da sind diese Pfützen und so, ne? What game is referenced in Mario Kart Super Circuit's Rainbow Road? This would be the original Paper Mario, because both Peach's Castle and Bowser's Castle are seen in that track. Als ob ich mich daran erinnert The habe. cover of Luigi's Mansion references what movie? Movie! Ghostbusters? This would be Home Alone. Ach so, oh, ja, Oma, ach so, Daran habe ich doch nie auch nur einen Gedanken. Okay, ja gut, also. Wer hat daran jemals gedacht? What hidden, inaccessible item can be seen by glitching Super Mario Sunshine in Noki Bay in the Das war so ein Buch, ne? bottle level? Ja. If you're into little Easter eggs or like game hacking and stuff, you would probably know this.
It's just a random book. Ja. Immerhin. Punkt für mich, Mann. Let's go. That has absolutely no meaning. What does FLOOD stand for in Mario Sunshine? Das war ein Akronym, ne? Scheiße, Mann. Fast Liquidate, nein, ich habe keine Ahnung, Mann. Ich meine, Dreck weg bei uns war so viel simpler, aber im Englischen ist halt Flood auch, ne, F. L. und so weiter und so fort. Ich hab's leider vergessen, es ist halt ein Akronym, Mann. This would be the Flash Liquidizer Ultra Liquidizer war wirklich richtig. Dowsing Device. Okay. Klepto, the bird from Mario 64, appears in which Mario Party 4 board? Mario Party 4 Board? Oh, ich kenne Mario Party 4 gar nicht so gut, ich weiß es nicht. Warte mal, war er auf dem Casino-Board? Das hatten wir letztens in einem KI-Ding gespielt. That'd be Shy Guy's Jungle Jam. Ah. What was the final game to use the 1994 Game Boy design of Donkey Kong? Donkey Kong 94. This would be Game & Watch Gallery 4, which released in 2002 for the Game Boy Advance. So several years later. But the thing that's weird about this is that the same year as Donkey Kong 94, which had its own design for Donkey Kong Country also released, which is the modern design for Donkey Kong, so the fact that they didn't just stick with that since they kind of were with a lot of other games is weird. What is Wario's 3D platformer called? Wario World, oder? This would be Wario World for the GameCube. Ja. Immerhin. Ein paar Fragen krieg ich hier doch hin. What enemy appears on the cover of Mario Golf Toadstool Tour? Koopa. And there's only one. However, there's two of it. And this would be a chain chomp. Oh. What item did Baby Mario and Baby Luigi have in Double Dash? And what later item in the Mario Kart series did it inspire? Wer spielt... Oh Gott, lass mich mal überlegen. Was hatten die denn so als Special-Item? War das so ein Multi-Mushroom? Nee, nicht Multi-Mushroom. Warte mal, die hatten Feuerbälle, ne? Glaube ich. Oder kann das sein, dass sie so Feuerbälle hatten und das hat die Feuerblume inspiriert? Ich weiß es nicht, Mann. Again, this would be the Chain Chomp, but that later inspired the Bullet Bill in Mario Kart DS and onwards. What is King Boo's signature cart in Mario Kart Double Dash? Signature Card? A Card. Keine Ahnung. Jetzt, wo ich es überlege, stimmt, dem gab es überhaupt den Double Dash. Was für ein Kart ist er denn gefahren? Irgend so ein, keine Ahnung, halbe Mansion. Probably the weirdest one in the game. It's the Boo Pipes. Which Paper Mario characters return in Mario Party 5? Das sind die 7 hohen Sterne. These would be the Star Spirits. Ja, die heißen bei uns hohen Sterne im Deutschen. Falls ihr euch wundert. Das zählt. Das zählt. The logo for Undersea Dream in Mario Party 5 is in what shape? Warte mal nochmal. Spirits. The logo for Undersea Dream in Mario Party 5 is in what shape? Eines Delfins oder so? You might have been able to just guess this one. Nee, Mermaid. It's a fish. Oh. What was the added mode in the 3DS remake Ja, Fisch. of Mario and Luigi's Superstar? Warte mal, was ist die Frage? What was the added mode in the 3DS remake of Mario and Luigi's Superstar Saga? Bowser Juniors Minions oder sowas, ne? That would be Bowser's Minions. Bowser's Minions, ja komm. And also Aber man for spielt that Bowser game, Junior, oder nicht? Das ist nicht der Witz, komm, den Punkt gebe ich mir, come on. or at least the original one, Superstar Saga. What contest was held in promotion for the game? That would be a knock-knock joke contest, and the winning joke was some genuinely unfunny one, but Knock knock, who's there? Pencil, pencil who? Your pencil fall down if you don't wear a belt. What?
most knock-knock jokes are, so okay. What is the final crystal star you collect in the 1,000-Year Door? Was, das ist halt dieser Diamant, oder was meinst du, auf dem Mond? Also der ist halt transparent, so ein bisschen regenbogenmäßig auch. Dementsprechend, was ist genau die Frage dahinter? This would literally just be the crystal star, because one of them is just called the crystal star. Nein, das habe ich genau beschrieben. Leck mich. What device turns Mario into a ball in Mario Pinball Land? Das war das Bowl Candy. Das hattest du im Mario Party 8 Bezug erwähnt. This thing is called the Pinballer. Ach, fick Towering dich doch. Treetop in Mario Party 6 brings back what previous Mario Party character? And this sort of ties in with a previous question, the first one in the video in fact. It would be Woody, and also Evil Woody from Mario Party 3. Actually, technically Mario Party 2 because he appeared in the minigame area in that game before being the main guy in Woody Woods. Anyway, what is the only Mario Party 6 map where Donkey Kong can be seen at night and Bowser can be seen at day? Ich kenne Mario Party 6 so gar nicht. This would be Castaway Bay. Okay. Well, Mario 64 DS minigame is based on the panel game from Mario Bros. 3. Ist das eins der Casino-Spiele? This would be called Mix-a-Mug. Ach, das! Oh mein Gott, ich erinnere mich daran. Oh, das ist aber so eins dieser Minispiele, die du nie spielst, weil die echt arschlangweilig sind. Es gibt so ein paar, die sind echt kacke und das ist eins davon, wo man sich denkt so, nee, Mann. What is the only Mario Party to not feature Wario? Einzige Mario Party, in dem Wario nicht vorkommt. Das existiert? Das gibt es? GBA, der GBA-Teil. This would be Mario Party Advance. Yes! What is the name of the Japan Moment. Damit haben wir 20. Let's go! exclusive Nintendo DS game that features Mario and is just Mahjong? Marios Yajong. Called Yakuman DS. So, which character is in the foreground of the cover of Mario Superstar Baseball? And by that I mean who is closest to the viewer? Birdo. That would be Bowser. Ich wollte erstmal Bowser sagen. Fuck. You would think it'd be Mario, but he is centered in the artwork. Ja, ich habe mir genau irgendwie was vorgestellt, von wegen, dass halt das Mario zentriert ist und dass sonst halt irgendjemand mehr nah am Fokus ist. Weil, wenn du etwas zu nah am Fokus hast, dann fällt dir die Person manchmal gar nicht auf oder sie fällt eher weniger auf als das, was zentriert ist und worauf die Kamera gelenkt ist und dann wandert dein Auge erstmal zum Rand. What is Mario's team name in Superstar Baseball? Keine Ahnung. This would be the Mario Sunshines, of course, a reference to Mario Sunshine. Okay. Super Princess Peach features what variant of Hammer Bro? Die Thick Bros? Nee, doch, nee. Was genau ist mit Varianten gemeint? Ich denke, waren das die Thick Boys? This would, of course, be the one that's pretty important in the story and also literally appears on the cover, the Army Hammer Bro. Das ist der Army Hammer, Bro. What color represents the calm vibe Erklärt's doch nicht mal, was für Army Hammer, Bro. in Super Princess Peach? Warte mal, was? What color represents the calm vibe in Super Princess Peach? War das grün? Ich meine, das war grün, oder? Oder, doch, du meinst grün, ne? This would be green because Yeah. blue is gloom, red is rage, and yellow is joy. What animal does Master Koopa call the players in Mario Party 7's Pagoda Peak map? Nochmal. Animal does Master Koopa call the players is rage and yellow is joy? What animal does Master Koopa call the players in Mario Party 7's Pagoda Peak map? Welches Tier?
Ich habe das Gefühl, dass ich das mitunter nicht herausfinden kann, weil ich das nie auf Englisch natürlich gespielt habe. Nee. Ich dachte an sowas wie Guppi oder sowas. Keine Ahnung. Grünschnabel, bestimmt im Deutschen. Keine Ahnung. Wurm würde er wahrscheinlich nicht sagen. Ich komme, glaube ich. Nee, ich komme nicht drauf. He calls you young cricket, and this is when certain event spaces trigger and he talks to you and stuff. Okay. What color is the special chain chomp in Pyramid Park in Mario Party 7? Ich habe diese Map noch nie Mario Party 7 gespielt. Fällt mir gerade mal, glaube ich, so ein. Das müsste... Das ist die... Die habe ich noch nie... What the fuck? Pink. Der ist pink. This would be red. The rest are black, like normal. What is Close. Rob's logo emblem in Mario Kart DS? Dieser Kreisel. This would be a D-pad shape. Ach, komm. What character is download play exclusive in Mario Kart DS? Moment, nochmal. Pad shape. What character is download play exclusive in Shy Mario Guy. Kart DS? Now, someone like me, of course, knows this because I grew up playing the game with Yeah? my brother, and I was always demoted to being the one that didn't get to use the cartridge, so I was always playing as Shy Guy, Ja, ich wusste es. Let's go. which is the answer. Foreman Spike inspired what vehicle in Mario Kart DS, also because the owner sort of looks like Foreman Spike? Dem Bagger von Waluigi? Or at least this is speculated. This would be the Gold Mantis, which is Waluigi's vehicle, because there is quite a resemblance between Waluigi and Foreman Spike, and of course, the Gold Mantis is like an excavation vehicle, and that is sort of a tie-in to Wrecking Crew. So yeah, I'm gonna wrap it up there because that was the last question specifically for that game, at least. Next week, we're gonna have a lot more questions. So, Noch if you made mehr. it this far and didn't just instantly click off because you're like, okay, I don't know what this guy's talking about, why would anyone know these answers? And if you're still here and you somehow got any of these right, feel free to comment how many you got right, or... Ich meine, 2 sind nicht ganz akkurat als Punkte vergeben worden. Da habe ich ein bisschen mir einfach gegönnt. Aber so Pi mal Daumen, 20 Punkte? 23 richtige Antworten, das ist mehr, als ich vor allem am Anfang dachte. Also erstmal dachte ich, oh ja, das kriege ich hin. Und dann hatten wir, glaube ich, lange nichts und dann immer nur Stück für Stück für Stück. Ich hoffe, ich habe auch nicht mich irgendwo einmal vertippt. Ich habe mich nämlich zwischendrin mal gefragt, warte mal, warum habe ich so viele Punkte auf einmal? Habe ich mich vertan? Aber ich glaube nicht, ja, ich hoffe mal nicht. War auf jeden Fall ein wildes Quiz. Wie viele hattet ihr richtig, wenn ihr es gespielt habt? Und meine Güte, ey. Ist schon hart schwer, oder? Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ja. Haut rein, ihr Hübschen. Bis dahin. Bye, bye.